Was macht man, wenn man auf 4 Rädern die Welt erkunden will, die so begehrten Geländewagen aber unerschwinglich teuer sind? Man besorgt sich einen nicht minder potenten, aber etwas exotischeren Hyundai Galloper, so wie Simon Rüdiger und Caroline Jäger. In 2-jähriger Heimarbeit baute sich der Medizinstudent sein Traumauto einfach selbst in der Auffahrt seiner Mietwohnung. Also die Hyundai Galloper ist an sich, hier auch der Pajero, ein robustes Auto und vor allem, was für uns wichtig war, damit wir es uns überhaupt leisten können, er ist relativ günstig im Einkauf. Und so ist es leider kein Defender geworden, leider kein HZJ und auch keine G-Klasse, sondern die etwas günstigere Variante. Und zwar der Galloper. Hat sich auch bewährt. Das heißt, beim nächsten Projekt wäre so ein Galloper wie dieser aus dem Jahr 2000 immer noch die Basis der Wahl? Ich denke schon. Das ließ sich alles gut verarbeiten. Auch die Wartung ist echt gut. Die Ersatzteile sind günstig und gut verfügbar auf jeden Fall auch. Eigentlich ist ein Traumauto von mir immer der Toyota HZJ gewesen, aber vielleicht kommt das irgendwann mal, wenn es größer werden muss. Aber ansonsten würde ich den auch wieder nehmen. Nicht nur der Kabinenrahmen oder die Stoßstangen entstanden in Heimarbeit, auch den Umbau vom Fünftürer auf ein kurzes Fahrerhaus erledigte der 27-jährige Rüdiger selbst. Der Durchgang vergrößert das Raumgefühl der ansonsten mit 2,50 Metern x 1,80 Meter vergleichsweise kleinen Kabine enorm. Bei ausgeklapptem Hubdach beträgt die Stehhöhe 2,5 Meter. Sollte es mal geschlossen bleiben müssen, ist es aber immer noch möglich, in der Kabine zu wohnen. Besonders erstaunlich, Simon Rüdiger wagte sich ans Aluschweißen, um den Rahmen zu basteln. Bis auf den Herd ist alles selbst gebaut. Darauf ist Simon Rüdiger stolz. Zu Recht. Doch wie schafft man das alles neben dem Studium und dem Job beim Rettungsdienst? Da muss es doch Hilfe gegeben haben. Manchmal habe ich Caro gefragt, ob sie mir helfen kann. Ansonsten habe ich eigentlich relativ viel alleine gemacht. Beim Einkleben der Sandwich-Paneele, da sind noch mal ein paar Kumpels gekommen. Das haben wir dann zu dritt gemacht. Ansonsten ist alles in Eigenregie sozusagen zu Hause auf dem Hof entstanden. In der Auffahrt. In der Auffahrt. Und was hat dir am meisten Spaß gemacht bei dem Bau? Also am meisten Spaß hat es eigentlich immer dann gemacht, wenn ein Abschnitt wieder fertig war. Wenn man gesehen hat, okay, jetzt ist was passiert. Also wenn der Alurahmen fertig geschweißt war, wenn die Sandwich-Paneele eingeklebt waren oder auch das Auseinanderschneiden von dem Fahrzeug selbst. Das hat immer Spaß gemacht, weil man sieht einfach Fortschritte. Zwischendrin waren Sachen, die haben nicht so viel Spaß gemacht. Das waren dann mehr so diese kleinen Sachen, wo man einfach keinen Fortschritt sehen konnte. Doch in solchen Momenten, die jeder Selbstbauer kennen dürfte, war Caro zur Stelle mit der passenden Unterstützung. Seelisch, wenn mal wieder irgendwas nicht geklappt hat und ja. Ja, aber man kam ja schon manchmal so an seine Grenzen, sag ich mal. Wenn man sich dann öfter mal beim Grundriss einfach wenn mal wieder irgendwas nicht geklappt hat, so wie man sich das vorgestellt hat. Genau. Da musste ich dann manchmal ein bisschen Mut zusprechen, damit das Auto nicht gleich verkauft wird, sondern weitergebaut wird und nicht entsorgt wird. Und beim nächsten Projekt wärst du auch wieder mit dabei? Ja. Wenn es eins geben sollte. Kann ich mal ausgehen. Das denken wir auch, denn wer so ein Fahrzeug in Eigenregie aufgebaut hat, wird sicherlich die gemachten Erfahrungen und gewünschte Verbesserungen in einem neuen Projekt umsetzen wollen. Irgendwann. Denn jetzt stehen erstmal ein paar Reisen auf dem Plan, nach Island zum Beispiel. Immerhin ist der Galloper mit seinem Untersetzungsgetriebe und einem reisefertigen Gewicht von 2,4 Tonnen für solche Offroad-Touren bestens geeignet. Das Projekt beweist, es muss nicht immer gleich die Königsklasse sein, um vom Fleck zu kommen.